Wenn man mich fragt, wie lange denn der reine Aufbau meines Camplet-Faltkarawans ohne die Inneneinrichtungen wie Campingmöbel oder Stromverteilung dauert, dann gebe ich jeweils an, dass das Hauptzelt in weniger als 5 Minuten für einen kurzen Zwischenstopp aufgebaut ist. Und wenn man es für einen längeren Aufenthalt noch komplett auf Spannung bringen, mit Heringen sichern oder eine Bodenplane montieren möchte, es trotzdem noch weniger als 10 Minuten dauert, um aus einem Camplet-Zeltanhänger eine 3-Zimmer-Wohnung zu zaubern. Wohlgemerkt in einem dem Campingurlaub entsprechenden gemütlichen Aufbautempo ohne Stress. Daraufhin blickt man mich meist ungläubig an, weshalb ich mir nun endlich die Zeit genommen habe, den gesamten Prozess in Echtzeit inklusive Stoppuhr auf Video festzuhalten. Demonstrieren werde ich das Ganze zwar an einem Camplet North, allerdings gibt es im Vergleich zu den Modellen Passion und Earth nur geringfügige Unterschiede, welche am Ende höchstens 1 bis 2 Minuten mehr kosten, aber noch im Rahmen der 10 Minuten liegen. Nachdem man den Zeltanhänger auf dem Stellplatz an der gewünschten Stelle platziert hat, müssen nur noch die insgesamt 3 Stützen heruntergekurbelt werden, wobei das Bugrad als 4. Stützfuß zum Ausgleichen von allfälligen Unebenheiten herangezogen werden kann. Wer möchte, kann diesen Prozess natürlich noch durch einen Akkuschrauber etwas verkürzen. Ich persönlich setze hierbei aber auch nach 8 Jahren noch immer auf minimale Muskelkraft. Anschließend öffnet man das Heck des Zeltanhängers, welches auch die optionale Küche beherbergt, die es mittlerweile übrigens in insgesamt 4 Varianten gibt, 2 davon mit integrierten Gaskochern, und klappt entsprechend deren Füße herunter. Beim Camplet Passion und Earth kann man sich an dieser Stelle des Aufbaus übrigens gleich noch entscheiden, ob man lieber drinnen oder draußen kochen möchte und in letzterem Falle die Küche direkt nochmals um 90 Grad weiter nach außen schwenken. Danach greift man sich die beiden Stützen für den Deckel des Zeltanhängers und klickt diese entsprechend in die Schienen auf den Deckel, mit denen man übrigens auch Zubehör wie Fahrradträger oder eine Dachgepäckreling auf dem Zeltanhänger anbringen kann. Wir nutzen seit mehr als 5 Jahren jedoch, wie auf diesem Camplet, den praktischen Dachgepäckträger. Dieser hat den Vorteil, dass er permanent montiert bleiben kann und so nach dem Aufbau automatisch zu einem zusätzlichen Stauraum unter dem Faltkarawan wird. Sind die beiden Füße erst einmal montiert, müssen nur noch die beiden Schnallen gelöst werden, welche den Deckel sichern, bevor es ans Aufklappen des Zeltanhängers gehen kann. Da sich die zweite Schnalle im verschließbaren Innenraum direkt neben der Küche verbirgt, kann der Deckel übrigens auch nicht von einer fremden Person bei einer Pause auf der Raststätte geöffnet werden. Nun wird der extrem leichte Deckel einfach zur Seite hin aufgeklappt. Falls der gewählte Stellplatz etwas uneben sein sollte, kann man die beiden Füße am Deckel an dieser Stelle gleich nochmals nachjustieren, damit man auch auf der Deckelseite am Ende angenehm schlafen kann. Anschließend wird der Spanngurt gelöst, welcher dafür sorgt, dass Zelt und Matratzen beim Auf- und Zuklappen nicht aus dem Deckel fallen können. Danach wird das Zelt, insbesondere dessen Seitenteile, rundherum etwas aus dem Anhänger gezogen, damit das finale Aufklappen respektive Auffalten des Faltkarawans möglichst leicht von der Hand geht. Beim Camplet North darf man an dieser Stelle nicht vergessen, direkt neben der Küche das Gestänge entsprechend einmal umzuklappen. Beim Passion und Earth entfällt hingegen dieser Schritt, da diese über eine andere Konstruktionsweise verfügen. Bei allen Camplet-Modellen kommt nun aber die wohl wichtigste Stange zum Einsatz, auch wenn diese für ihre Verhältnisse ziemlich klein und unscheinbar scheint. Dabei handelt es sich nämlich um die Verbindungsstange der beiden vorhin aufgeklappten Zelthälften. Diese wird oben an der Zeltfront eingesetzt, wobei die beiden dort liegenden Stangenenden für den Transport extra mit einem Schutz versehen sind, damit diese den Zeltstoff nicht durch Reibung beschädigen können. Diese beiden Schutzhauben müssen somit vor dem Einsetzen der Verbindungsstange entfernt werden. Danach schließt man die für die Montage benötigten Reißverschlüsse wieder und macht sich auf den Weg zum finalen Klappmanöver. Bei diesem packt man nun das Zelt links und rechts an der Unterseite, steigt am besten auf den Zeltanhänger, um eine größere Hebelwirkung zu haben, und zieht das Hauptzelt des Faltkarawans ganz einfach aus den beiden Zeltanhängerhälften heraus. Anschließend wechselt man ins Zeltinnere, wobei man dazu natürlich auch den Reißverschluss der Front öffnen könnte, und zieht das schräge Seitengestänge so weit heraus, bis die Zeltseite ungefähr waagerecht steht. Für eine kurze Übernachtung bei einem Zwischenstopp einer längeren Reise würde der Aufbau an dieser Stelle schon reichen. Wenn man jedoch länger als eine Nacht an einem Ort stehen möchte,
sollte man nun noch das restliche Gestänge anbringen. Die H-förmige Stange wird zwischen den beiden Schlafkabinen eingesetzt, bringt dadurch das Hauptzelt seitlich auf Spannung und kann auch gleich als Kleiderstange genutzt werden. Die T-förmige Stange wird in der Mitte des Daches zwischen Front- und Schlafkabinen eingesetzt, bringt dadurch das Dach in Richtung Front auf Spannung und kann danach für die Befestigung von Beleuchtung oder einem Deckenventilator genutzt werden. Die I-förmige Stange gibt es nur beim Camplet North, da dieser im Gegensatz zum Passion und Earth über keine vertikalen Stangen an der Zeltseite verfügt, sichert jedoch ebenfalls die Dachfront, sodass diese bei heftigem Wind nicht nach unten gedrückt werden kann. Wie beim Vorzelt eines Wohnwagens wird anschließend die Bodenschürze angebracht, damit der Wind nicht unter dem Anhänger hindurch ins Zelt ziehen kann. Gerade im Süden treffe ich aber immer wieder auf Camplet-Besitzer, welche diese absichtlich weglassen, damit auch von unten ein angenehmes Lüftchen ins Zelt kommen kann. Diese montieren aber in der Regel auch nicht wie wir noch eine optionale Bodenplane, um auch bei Dauerregen vor Wasser gefeit zu sein. Die Bodenschürze wird dabei einfach an den Zeltanhänger geklickt, sowie an den beiden Seiten mittels Reißverschluss mit dem eigentlichen Zelt verbunden. Ist diese angebracht, geht es nun einmal rund um den Zeltanhänger herum, um sämtliche Spanngurte des Hauptzeltes am Anhänger anzubringen, damit das Zelt eng an diesem anliegt. Im selben Schritt werden aus demselben Grund auch die Ecken des Zeltes angezogen. Anschließend werden nur noch rund um das Zelt herum die Heringe in den Boden geschlagen oder wer es wie wir etwas bequemer mag, passende Tellerkopfschrauben per Akkuschrauber in den Boden geschraubt. Danach empfiehlt es sich, das seitliche Gestänge und die Mittelstange am Dach nochmals etwas auf Spannung zu bringen. Da ich hier in der Faltkavanhalle nur zu Demonstrationszwecken allerdings nicht Dutzende Heringe respektive Schrauben in den Boden schlagen oder drehen möchte, welche natürlich entsprechende Spuren hinterlassen, habe ich diesen Schritt noch weggelassen. Allerdings sind bis dahin noch keine 7 Minuten vergangen und für die Heringe benötigt man definitiv keine 3 Minuten. Die optionalen Anbauten wie Sonnendach, Küchendach, Vorzelt oder Annex gehen übrigens ähnlich leicht von der Hand. Die meiste Zeit benötigt auch bei uns am Ende das Einrichten des faltbaren Ferienhauses mit Möbeln und der kompletten Stromverteilung. Allerdings sind wir als vierköpfige Familie auch eher beim Glamping anzusiedeln, während es natürlich auch deutlich schneller und einfacher ohne Strom und mit etwas weniger Campingzubehör gehen würde. Wie das Ganze am Ende bei uns auf dem Campingplatz aussieht und was wir so alles in unseren Zeltanhänger mitführen, könnt ihr euch übrigens jederzeit hier oben im Rahmen unserer neuesten Faltkavan Roomtour ansehen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video und frohes Campen!